Ich eh schon blöd in Flav, dass es viele Klassen so eindimensional sind. Man kann zwar immer mindestens 2 Sachen machen, also bei Jester, aber weiß nicht. Eigentlich sollte es bei jeder Klasse gefühlt 5 Möglichkeiten geben, wie man sie spielt, und die gibt es definitiv nicht. Bei den wenigsten gibt es mehr als 2. Also das wäre auch nicht schlecht, wenn sie nicht nur die bestehenden Spielstile respektieren und ausbauen, also sowohl Face Tank als auch Hit and Run. Gut, 1v1 Elementor, ich meine, der Zug ist ein bisschen abgefahren, aber könnten sie theoretisch auch machen. Ich meine, theoretisch müssten sie nur einen Skill hinzufügen, der 1v1 einfach sehr stark ist. Aber zum Beispiel gegen Bossmonster dann wiederum abgeschwächt oder so, damit er nicht zu stark wird. Also ich sage, die Möglichkeiten sind theoretisch unbegrenzt. Aber das ist halt theoretisch. Praktisch ist Flav schon sehr kleinkariert, was das angeht. Also gibt kaum, also meistens gibt es immer ein was, das ist mit Abstand das Beste. Das macht dann fast jeder. Sowas wie AOE-BP zum Beispiel. Ich meine, ja, es existiert, aber es spielt halt keiner. Oder AOE-Night. Ja, es existiert, aber es spielt halt keiner. Das meine ich damit. Also ja, es gibt dann mehrere Sachen, aber niemand macht es halt. Bei den meisten Sachen. Und wenn überhaupt, gibt es halt dann 2 Sachen. Und in anderen Spielen hast du dann teilweise 5 Sachen. Also, weiß nicht. Kann man halt nicht vorstellen, dass sie da wirklich so weit gedacht haben. Und daher Hit and Run. Ich meine, bei manchen Sachen ist es halt auch so, dass sie halt einfach nicht beliebt sind. Aber der Grund, warum manche Sachen meistens nicht beliebt sind, auch wieder Beispiel AOE-Jester, ist ja auch, weil sie einfach schlecht sind. Oder weil sie halt nicht so durchdacht sind, weil einfach noch was fehlt. Und genau das müssten sie halt nachliefern. Und wenn sie das machen würden, dann wären die Sachen ja vielleicht dann auch nicht mehr so unbeliebt. Weil ich meine, wenn sie bei Hit and Run zum Beispiel noch einen dritten Skill hinzufügen, neben Poison Cloud und der Burning Field Avalanche Combo, und sie machen noch einen dritten Skill, ganz einfach formuliert, nochmal ein drittes Poison Cloud, das einfach genauso funktioniert und halt zusätzlich gestackt werden kann. Oder irgendwie so, würde ja schon reichen. Und plötzlich wäre Hit and Run wieder viel mehr lohnenswerter, weil du die Monster tatsächlich auch wieder relativ schnell down bekommst. Oder schneller down bekommst. Und zeitgleich fügst du aber auch wieder Face-Tank-Skills hinzu, dass auch ein Face-Tank sagen kann, ich muss nicht Hit and Run spielen, weil Hit and Run nicht so viel besser ist oder so, sondern ich habe jetzt einfach wieder die Möglichkeit, beides zu spielen, ohne dass ich jetzt sagen kann, das eine ist definitiv besser oder schlechter oder so, sondern es ist einfach typabhängig. Entweder ich will das eine spielen oder ich will das andere spielen. Und bei jeder anderen Klasse, also mindestens 2 grundsolide Optionen, die relativ gleichwertig sind, also im besten Fall exakt gleichwertig, aber gut, das ist natürlich schwierig. Aber zumindest so, dass du nicht sagen kannst, das eine ist komplett garbage, niemand spielt es und es lohnt sich auch nicht. Versus halt, so wie wir es jetzt haben, es gibt ein definitiv besseres, das spielt jeder und das andere interessiert niemanden. Also mindestens 2 muss es geben. Sonst ist es einfach Trash. Und das halt bei jeder Klasse. Und bei den meisten Klassen ist es definitiv so, dass es da eigentlich wirklich nur eine Möglichkeit oder eine Sache momentan gibt. Bei den meisten ist halt 1v1 einfach. Bei manchen ist es AOE oder 1v1. Bei Mages ist es nur AOE. Und im absoluten Endgame dann auch fast nur Face-Tank AOE. Also das ist so meiner Meinung nach das Hauptproblem. Zu wenig Optionen. Man wird im Endeffekt in einen gewissen Spielstil reingezwungen, mehr oder weniger. Und ich wünsche mir, dass sie das ändern oder dass sie halt einfach interessante Skills hinzufügen, die viele neue Möglichkeiten eröffnen. Aber ich daude halt einfach, dass das passiert. Ich daude es einfach.
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber nur weil ich es mir nicht vorstellen kann, heißt das ja nicht, dass es nicht passiert. Aber die Vergangenheit zeigt halt... Also wenn man jetzt rein auf die Vergangenheit guckt, würde ich sagen, wird es definitiv nicht passieren. Aber wir reden ja von der Zukunft und nicht von der Vergangenheit. Also möglich ist es schon. Auch wenn es unwahrscheinlich ist. Weil es das erste Mal wäre. Aber ja, so denke ich letztendlich darüber. Und wie gesagt, bisher haben wir ja von den meisten Klassen nur ein oder maximal 2 Skills vorgestellt bekommen. Plus, wir wissen gar nicht genau, wie sie funktionieren. Also was sind die Cooldowns, wie viel Schaden genau macht das oder whatever. Wir haben ja wirklich nur ein paar Clips, ein paar kurze. Meistens auch ohne Damage-Zahlen oder so. Also aktuell würde ich sagen, kann man eigentlich so gut wie nichts über das neue Update sagen. Weil das, was wir bisher gesehen haben, war verhältnismäßig einfach gar nichts. Und das finde ich aber auch nicht. Es sollte so sein, dass Second Job Skills irrelevant werden. Finde ich persönlich nicht. Also beispielsweise also so Main DPS Skills, sowas wie zum Beispiel Electric Shock, dass die in den Hintergrund rücken sollten, ja. Beziehungsweise Electric Shock ist ja eigentlich ein Buff, ein Debuff, kann man sagen. Also ja, dass Electric Shock zurückgeführt wird zu seinem, in Anführungszeichen, eigentlichen Hintergrund. Du aktivierst ihn einmal, damit für die nächsten 5 Sekunden dein Damage erhöht wird. Also Debuff letztendlich oder Schadensmultiplikator, whatever. Das vielleicht schon. Also dass du halt einen neuen Main DPS-Skill hast als Face-Tank. Aber irrelevant würde ja bedeuten, dass du sie überhaupt nicht mehr benutzen möchtest. Und das wäre wiederum schlecht, weil da müssten sie ja sau viele Third-Job-Skills einführen und das werden sie sicherlich nicht machen. Also gut, Elementor ist halt ein bisschen ein Sonderfall, weil Elementor so ultra viele Skills hat und sie auch tatsächlich benutzt, größtenteils, oder einige davon zumindest. Kann man jetzt natürlich nicht auf alle Klassen übertragen, die Logik, aber jetzt im Fall vom Elementor schon. Ich meine, wie wollen sie alle Skills, die er bisher hat, komplett irrelevant machen? Das geht fast gar nicht. Das ist eher unwahrscheinlich, dass das passiert und ist eigentlich auch nicht wirklich Sinn der Sache. Avalanche, Burning Field, Electric Shock etc., selbst Windfield haben ja alle irgendwo einen Sinn, einen Effekt. Die kannst du gar nicht alle irrelevant machen. Auf einen Schlag. Außer du führst Everstorm ein, dass wieder nur noch Everstorm benutzt wird und sonst gar nichts. Und das wird safe nicht passieren. Oder du führst so viele neue Skills ein, dass du für jeden alten Skill einen neuen hast, der einfach das gleiche macht und besser ist. Und das wird aber auch nicht passieren, weil dann müssten sie sau viele Skills einführen. Zumindest für Elementor. Bei anderen Klassen würden wahrscheinlich schon 2 oder 3 Skills reichen. Ja, aber bei Elementor nicht. Theoretisch. Also außer auch wieder in dem Fall, die Skills sind so ultra krass, dass also ähnlich wie Everstorm, auch ohne dass es Everstorm ist, ähnlich wie Everstorm, dass du dann selber von dir aus sagst, okay, die Skills wurden nicht 1:1 ersetzt, aber die neuen Skills sind anders, aber trotzdem besser, sodass ich die neuen nicht mehr benutzen will.